Hey, Johannes hier von NewGadgetsDE und ganz nach dem Motto Tech meets Aesthetic hat MSI hier das neue MSI Creator Z16 vorgestellt. Und vielleicht kann man es in der Packung schon erkennen, das ist ein richtig dünnes Gerät. Hier steht auch Content Creation, das ist also der Fokus dieses Notebooks. Und wir werden jetzt in diesem Video erstmal schauen, was dieses Notebook so leisten kann und für wen das geeignet ist. Also viel Spaß beim Zuschauen. Die Abmessungen betragen 359 x 256 x 15,9 mm und es wiegt 2,2 Kilogramm. Das Aluminiumgehäuse kommt in einem schönen Dunkelgrau daher und fühlt sich einfach angenehm hochwertig an. Und ich bin ja sowieso ein Fan von Metallgehäusen bei Notebooks, also gefällt mir das hier schon mal sehr gut. Wir haben, glaube ich, auf der Unterseite ein bisschen Kunststoff, aber das stört jetzt nicht weiter. Schauen wir uns mal das Display an. Es hat eine Diagonale von 16 Zoll und ein Seitenverhältnis von 16:10 und eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Das IPS-Level-Panel hat eine Bildwiederholrate von flotten 120 Hz und je nach Modell gibt es auch noch ein Touchscreen. Die Displayrahmen, die sind schön dünn, wie man hier sehen kann, und auf der Oberseite findet trotzdem noch eine 720p Webcam mit Infrarotsensor Platz. Heutzutage ja wichtig für die Online-Meetings. Als Prozessor kommt entweder ein Intel Core i7-11800H oder ein Core i9-11900H zum Einsatz. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3060 für Laptops mit 6 GB GDDR6 VRAM und einem Boosttakt von bis zu 1357 MHz. Sie erreicht eine maximale Graphics Power von 65 Watt. Somit haben wir hier echt ordentlich Leistung für so einen schlanken Formfaktor und wir haben hier noch die Möglichkeit bis zu 32 GB DDR4 3200 RAM zu wählen und eine SSD mit bis zu 1 TB, das ist eine M.2 PCIe NVMe SSD. Damit haben Content Creator genügend Leistung für Bild- und Videobearbeitung und auch wenn das Notebook, wie der Name schon vermuten lässt, eben eher für Content Creator ist, mit der Leistung kann man natürlich auch zocken. Und das macht das Notebook auch für alle interessant, die mit einem Notebook zocken wollen, das nicht unbedingt direkt als Gaming-Notebook erkennbar ist. Ein bisschen Gaming konnte sich MSI jetzt aber am Ende doch nicht verkneifen, also die SteelSeries-Tastatur, die ist RGB-Einzeltasten beleuchtet. Sieht natürlich ganz cool aus, aber wer es dann doch schlicht haben möchte, kann hier natürlich auch ein ganz normales Weiß einstellen, das ist ja klar. Zur Authentifizierung steht hier unter der Tastatur und neben dem Touchpad auch noch ein Fingerabdrucksensor bereit. Von der Konnektivität her bietet das Notebook Killer Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir auf der linken Seite einmal einen Anschluss für das Netzteil, ein USB-A 3.2 Gen 2 mit Superspeed 10 GB per Second, ein USB-C 4.0 bzw. Thunderbolt 4 Port und der kombinierte Audio-Port. Auf der rechten Seite dann die gleiche USB-Thunderbolt-Kombi und ein MicroSD UHS 3 Kartenleser. Ich persönlich hätte mir hier ganz ehrlich aber lieber einen SD-Kartenslot gewünscht, also da wäre man ein bisschen flexibler unterwegs gewesen. Der Sound ist wieder zusammen mit dünnem Audio entstanden und wir haben hier 2 Stereo-Lautsprecher verbaut. Performance-technisch haben wir hier auf jeden Fall schon ein ordentliches Gerät mit der Kombi aus Prozessor und Grafikkarte und auch von der Verarbeitung her hinterlässt das Notebook einen guten ersten Eindruck. Was mir beim Testen ein bisschen aufgefallen ist, der Lüfter, der dreht auch manchmal bei einfachen Aufgaben. Das sollte MSI aber mit einem Update auf die Reihe bekommen. Und das war mein Video mit dem MSI Creator Z16, das sich mit seinem Design, aber natürlich auch der Performance an Content Creator richtet, die für ihre Arbeit dann natürlich ein leistungsfähiges Notebook benötigen. Falls ihr Interesse an dem Notebook habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Falls ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne unten in den Kommentaren und ich beantworte sie euch alle. Ich kann auch einen MSI-Techniker fragen, der wird wirklich die detailliertesten und technischsten Fragen beantworten, also gar kein Problem. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen, denn ich fliege morgen nach Las Vegas auf die CES 2020, die größte IT-Messe der Welt, und dort gibt es natürlich auch so einige neue Produkte zu sehen, also da werden auf jeden Fall noch ein paar spannende Videos kommen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!